Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones. Letzte Folge war ja eine Lesefolge, weswegen wir jetzt einfach wieder weitermachen. Und zwar sind wir auf der Suche nach unserem Bruder Garwin oder wollen zumindest wissen, was mit diesem passiert ist. Und ja, deswegen greifen wir hier einfach mal an. Achillesferse und Stachel des Mantikoras. Der hat einen Degen, ne? Sehr cool. So. Er macht hier ziemlich gut Prozess. Du kannst mal leicht für eine Feder machen. Ach nee, warte, das war der Flächenangriff. Den hat aber nicht genug Energie. Dann kannst du mal regenerative Hitze einsetzen. Hast du irgendwie Energie für irgendeinen Angriff? Mach mal Gegenangriff. So, okay. So. Ja, dein Schwert ist schon die richtige Waffe. Du kannst mal deine Energie wieder auffüllen, genauso wie du. So, und dann mach Alester mal die Achillesferse. Und du kannst den Stachel des Mantikors machen. Sehr schön. Gar nicht mal allzu schwer. Jagdbogen. Ja, damit. So. Dann einmal hier durch. So. Kommen wir denn raus, wenn wir hier oben wieder lang gehen? Jetzt irgendein Hebel aktiviert. Frage ist, was bringt der mir? So, ich konnte jetzt diese Tür hier öffnen. Damit ich in einen Raum komme, wo ich schon längst war. Herzlichen Glückwunsch. So. Da ist auch noch eine Tür. In einen kleinen Raum. Und hier scheint nichts zu sein. Zumindest kann auch Alester mir nichts zeigen. Tja, ist dann wohl so. Da kommen wir nicht durch. Da können wir wieder was aufmachen. Und was, wenn ich das hier mache? Vielleicht, ich weiß es nicht. Können wir auf jeden Fall nochmal eine Tür öffnen. So. Durch diesen schönen Abwässer hier durchlaufen. So, alles da raus mit dem Dolch. Und du kümmerst dich da hinten mal um ein. So. Gegen mittlere Rüstung ist ja der Dolch besser. Was irgendwie keinen Sinn macht, aber naja. Oder zumindest nur wenig Sinn. Du machst mal das hier. Das da ist betäubt. Ja, wunderbar, herrlich. Mach mal schnell wie eine Schlange. So. Wild wie ein Wolf. Du bitte auch. Du bist am Verrecken. Nee. Nicht genügend Energie. Dann machen wir es mal ganz... Achso. Hat schon einmal drin in der Leiste. So, Alester ist eingekesselt und macht deswegen nichts mehr. Der hat viel zu große Angst. So, komm. Einmal richtig drauf. Regenerative Hitze. So. Und apropos regenerieren. Deine Ausdauer kannst du auch mal regenerieren. Du wirst den mal
Hast jetzt leider nicht genug Ausdauer für diese Achillesferse. Nein, für diese andere Fähigkeit da. Da ist Manticores. So. Hat aber trotzdem alles gereicht. Die Gegner sind tot. Mehr wollten wir doch gar nicht. So. Einmal Tür auf und den nächsten. So, er hat den Dolch ausgewählt. Das finde ich gut. Denn mit dem soll er auch kämpfen. Und du machst Achillesferse und das hier. So. Und einmal richtig drauf. Genügend Energie. Alester macht mal seine regenerative Hitze schon mal an. Und entzündet auch mal seine Waffe. So. Das, Achso, das ist einer mit einer schweren Rüstung. Oh. Mixtur des Meisters, bitte. Einmal richtig heilen. Da, den mit der mittleren Rüstung kannst du ja erstmal ausschalten. Während er hier noch große Probleme hat, sein auszuschalten. So. Jetzt aber. Jetzt hat er ihn gekriegt. So. Den da. Bitte einmal Ausdauer regenerieren. Okay, das war vielleicht ein bisschen verfrüht angewendet. Dann einmal so. Das sieht schon wieder alles ganz so gar nicht so gut aus. So. Alester, du müsstest dich mal wieder heilen. Sonst wird das hier nichts. So, komm. Dann wechseln mal die Waffe. Mal wild wie ein Wolf. Das ist unser guter Freund hier. Der hilft uns nicht allzu sehr weiter. So, du kannst ihn aber umwerfen. Dann kannst du... Oh, jetzt hat er nicht registriert, dass der Gegner am Boden war. Ja. Hat trotzdem noch geklappt. So. So, in letzter Zeit will das Spiel jetzt aber auch wirklich zeigen, dass es doch ein Rollenspiel und kein Adventure ist. Jetzt kommen die Kämpfe. So, das ist nur ein Rückweg. So, da geht's. Here's the infamous hideout. Get your weapon ready. Hallo. Einmal den hier töten. Oh nee, du. Ja, oder mach so. Dann, du greifst einfach normal an. So. Stachel das. Ach, jetzt hat er das schon wieder nicht erkannt, dass er am Boden liegt. Ein bisschen ätzend. So, du parierst einfach mal. So. Was natürlich wunderherrlich klappt. Dann einmal bitte. So. Regenerative Hitze. Nicht genügend Energie. Lad mal die Energie wieder auf und dann mach mal deine regenerative Hitze. Komm, du schaltest schon mal den hier aus. Achillesferse. Dann Dingens. So. Unser guter Freund brennt. Das ist nicht ganz so gut. Alester. Alester hat schwere Nöte mit seinem Gegner hier. Und will deswegen auch nicht mehr kämpfen. So, was das? Regenerative Hitze. Kannst du mal aktivieren. Solltest du eigentlich vorhin schon machen, aber egal. So, wechseln mal die Waffe. Die ist nämlich etwas effektiver gegen mittlere Rüstung. Sehr schön. Bärenspeer. Stumpfe Pfeile. Und so noch was?
Nee, das war's. So. Schon wieder wer. So können wir den Dolch schon draußen. Ah, er steht wieder viel zu weit hinten. So, Achillesferse und Dingens. Du kannst das hier machen. Du kannst es auch bleiben lassen. So, sehr schön. Einmal einen schönen Sprung nach oben. Du parierst mal ein bisschen. So. So, kommt schon. Den haut ihr weg. Ja, sehr gut. Und es speichert. Wen haben wir denn hier? You again? Well, well. If it isn't my old mugger friends. What a small world we live in. Porky came running up, saying that some kind of superhumans attacked him. He was talking about you, wasn't he? That fool was so scared of seeing you again that he bolted before I could even reason with him. But I'm not afraid of you. You got off lucky last time. If it weren't for the gold cloaks, I would have split your skull open for sure. This time, though, there will be nobody to save you. You're going to regret messing with the Reapers. So. Okay. Wechseln mal zum Schwert. Und dann töten wir mal ganz schnell die Leute, die keine Rüstung tragen. So. Die dürften ja schnell fallen. So. Komm, töten. Ah, Alester bekommt schon mal derbe was rein. Ich schlucke mit ihm schon mal einen Heiltrank. Dann die mittlere Rüstung. Oh. Okay. Warte, Alester ist gar nicht gut, was hier gerade läuft. Okay, muss nochmal so ein Tränkchen pflücken. So. Du, mein guter Freund, du provozierst mal. Du sollst nämlich... Ja. Du kannst nämlich mal ein bisschen tanken. Damit Alester von hinten mal ein bisschen aufräumt. Mit der dummen Kameraperspektive. Dann entzünden wir mal wieder unsere Waffe. Schmeißen den hier um. So, der liegt am Boden. Sein Manticore-Angriff wird hoffentlich richtig gewertet. Ja. Wild wie ein Wolf und wild wie ein Wolf. Sehr schön. Alles getötet. Enough. You win. I have to admit you're a good fighter. What do you want? My brother was in a cellar that the Reapers attacked recently. I found his locket there. Your brother? That guy who had a bounty on his head? Yes, I need to find him. And seeing as you're part of this gang, you're going to tell me everything you know. Sure. But I doubt you'll learn much from me. Oris, our boss. He's the one who took care of it. I wasn't with him that night. I'm not the stealthy type. Where is this Oris? Well, that's the thing. We didn't hear from him until about an hour ago. Since he went to collect the payment, in fact. I just learned that he was arrested by the gold cloaks. Whose payment? No clue. Oris usually keeps that kind of information to himself. The gold cloaks took him to their blasted tower over there. I have a feeling we won't be seeing him again. The city watchtower, you say? There. I've answered your questions. If you're going to kill me, then kill me and be done with it. Lassen wir mal. Oder bringen wir ihn um. Der ist schon lästig, ne? Der hat uns jetzt schon zweimal angegriffen. Ah, ich habe heute mal meinen gnädigen Tag. My quarrel is not with you, so I will let you go. But believe me, when I tell you that you do not want to cross paths with me ever again. I'll remember that. Thank you. What with this empty cellar and Oris imprisoned in the city watchtower, I can see no end to the challenges R'hllor has set against me. Listen,
I have good reason to believe that the famous city watchtower will be the answer to your problems. Your brother stands accused of patricide. If he still lives, he'll be in the dungeons. If he's been executed, they most likely will have stored his corpse in the basement while they confirm his identity. You are correct. There's no other option. I must get inside that tower. I should warn you, it won't be easy getting in. No civilians are allowed entry. The only way will be for you to pass for a gold cloak. It seems risky, but it could work. What would it take to pass for one of them? You will need a full uniform. Breastplate, helm, boots, gloves, and a cloak, of course. I believe we'll be able to find everything we need in town. If you find yourself unable to secure any of the items, some craftsman could probably provide you with the equipment you require. But be warned, this service will not come cheap. Let's give it a try. Anscheinend werdet ihr die Antworten auf eure Fragen im Turm der Stadtwache finden. Um hineinzugelangen, müsst ihr eine komplette Uniform der Goldröcke zusammenstellen. Kauft die einzelnen Bestandteile bei Händlern in der Stadt oder gelangt anderweitig in ihren Besitz. Ja, wie komme ich denn anderweitig in den Besitz? Da dürfte ich mal gerne eben sehen, was ich jetzt ergattert habe. Nein. So. Nur Geld. Hier auch nur Geld. Schade. Goldrock-Uniformen. Hier natürlich super. Will ich noch mit dir reden? Nee. So. Man muss erst seine Augen zu benutzen wissen, bevor man richtig zu sehen vermag. Brighton Storm. Nee, Strom. Total falsch gelesen. The town's merchants should be able to help us. There's also a chance we'll come across men from the city watch patrolling the streets. It can't be that hard to find opportunities to acquire what we'd need. So, dann werden wir mal sehen. Einfachste Variante wäre natürlich irgendeinen zu meucheln. Also in Anführungszeichen die einfachste Variante und dann das Zeug von dem klauen. Aber ich schätze mal, so easy wird das nicht werden. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust dafür. Used to come here for drinks with my comrades when I was in the army. I believe they still do. Wohin? I used to come here for drinks with my comrades when I was in the army. I believe they still do. Ja, das ist ein dezenter Hinweis, aber ich komme da ja nicht rein. So. Ich latsche mir mal die gesamte Stadt. Ey, du! Ich möchte deine Sachen klauen. Er lässt mich nicht. Wie unfair. Was macht er denn hier genau? Ach, der Thronsaal. Na, gucke ich mich vielleicht auch nochmal um. Aber nicht erst. Nicht jetzt. Erstmal schaue ich, ob in der Stadt irgendeine Möglichkeit finde. Vielleicht den Puff. Bei Shataya. Das könnte doch durchaus sein. Lass mich durch. Vielleicht vergnügt sich ja da ein Goldrock im Moment. Und ich kann ja mal schauen, wie teuer so eine Goldrock-Rüstung denn wäre. Flemmend. Geh aber in Königsmund. Commander Lannister. Ich hätte ja gerne so eine niedend besetzte Lederrüstung. Eigentlich. So, wir verkaufen mal den hier. Den Säbel brauche ich auch nicht. Meinen Timer bräuchte ich allerdings. So, gut.
Umhang der Tyrells behalte ich mal. Das Entermesser kann weg. Bärenspeer kann weg. Der Jagdbogen kann weg. Stumpfen Pfeile können weg. Rüstung von Alester könnte eigentlich auch weg, aber ich will sie behalten. Weil jetzt ob die Rüstung meines Hauptcharakters ist. Und die Kettenhandschuhe, das ist für einen Söldner, kann auch weg, genauso wie das Siegel der Erkenntnis. Kann ich mir die nietenbesetzte Lederrüstung leisten. Lederhelm eines Lannisters. Was ist denn mit dir? Welcome, my lord. Good day to you. I hear you're a leather craftsman. Aye, that I am. Are you interested in my wares? What do you need? Thanks, but I'll come back later. I have some other business to see to. As you wish, my lord. Ja, weil ich habe eigentlich nicht vor, die zu kaufen. Gehen wir hier hoch. Weil da oben sehe ich eine Sprechblase. Ich glaube, das ist auch vor dem Buch. There are quite a lot of city watchmen who come here to have a good time with the girls. Ja, Lord Harton told me that you know the woman who runs the brothel. Maybe she could help us. ja, da habe ich schon direkt den richtigen Gedanken. Chataya. So, Alester, my heart sank when I received news you'd been arrested. It is rare that a prisoner emerges from the Red Keep to see the light of day again. The light of R'hllor guided my way to freedom. Your god must favor you highly. It is a relief to see you again. Shataya, I come to you today because I need help. Something terrible may have happened to Gawain, and I'm trying to find him. I may have a lead, but I must enter the city watchtower to pursue it. You cannot go in there. Only gold cloaks are allowed. That's exactly why I've come to see you. I know that some officers of the City Watch frequent your establishment, and I would like to, let's say, borrow a uniform from one of them. With your permission, of course. You want to disguise yourself and sneak into their own tower? Are you mad, Sir Alester? I'm afraid this is an unavoidable risk. I must find Gawain at all costs. Well, you seem sure of yourself. I pray that your cunning has not become warped after you became a priest of R'hllor. Yes, I understand. Well, perhaps one of their cloaks could get lost during their romp? But that's all you'll get here. A cloak. Nothing else. I have forbidden them to walk around here with their weapons and armor. I don't want to risk making a scene. That's perfect. The cloak is all I need. Very well. Wait here for me. I'll see what I can do. You're in luck. An officer is just now relaxing with Alayaya. Here, be cautious, Sir Alester. Thank you, my lady. Good, we have the cloak. So, den Umhang haben wir schon mal. Umhang der Goldröcke. Kannst du ja mal anziehen. Sieht natürlich derbe scheiße aus, weswegen ich mal schnell wieder meinen Umhang anziehe. So, perfekt. Mal schauen, ob wir noch irgendwo auch noch Sachen umsonst bekommen. Das wäre ziemlich gut. Wenn nicht, müssen wir es halt wohl oder überkaufen. Aber erstmal sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Game of Thrones. Und bis dahin, macht's gut.